Die Kierburg, Wahrzeichen der Stadt Kirn. Die Kierburg war eine der Hauptburgen der sogenannten Wildgrafen, eines einflussreichen Adelsgeschlechts. Begeben wir uns nun auf die Spuren der Vergangenheit. Vermutlich wurde die erste Burganlage an dieser Stelle um das Jahr 960 vom Gaugrafen Emich I. errichtet. Erstmals schriftlich erwähnt wird die Burg in einer Urkunde von Graf Emich VII. de Kierberg und seinem Bruder Gerlach I. von Veldenz im Jahr 1128. Auf die sogenannten Emichonen folgten die Wildgrafen. Diese beherrschten viele wichtige Verbindungswege von der Nahe zur Mosel und besaßen großen Einfluss im politischen Geschehen. Die Festungsanlage muss zu ihrer Blütezeit sehr beeindruckend gewesen sein. Dank diverser Rekonstruktionsmaßnahmen in den 1970er und 80er Jahren kann man die Ausmaße der Anlage wieder gut erkennen, auch wenn von vielen Gebäuden nur noch die Grundmauern zu sehen sind. Im Zuge der Bildung fürstlicher Landesherrschaften kam es zu kriegerischen Auseinandersetzungen um die Vorherrschaft in der Region. Im 13. Jahrhundert mit den Erzbischöfen und Kurfürsten von Mainz und im 14. Jahrhundert mit jenen von Trier. Dies kostete viel Kraft, Energie und natürlich auch Geld. Beispielsweise verloren die Wildgrafen die Schmidtburg an den Trierer Erzbischof Balduin von Luxemburg. Zudem gab es interne Streitigkeiten, was dem Einfluss und Ansehen der Familie weiter schadete. Doch trotz alledem konnten sie sich ihre Unabhängigkeit weitgehend erhalten. (1409) kam die Burg durch Heirat in den Besitz der Rheingrafen. In der Folge ging es wieder aufwärts. Ab 1618 brachen kriegerische Zeiten an. Während des Dreißigjährigen Krieges wurde die Wehranlage zuerst von den Spaniern, dann von den Schweden und schlussendlich von kaiserlichen Truppen besetzt. Wie sehr die Burg dabei in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist nicht bekannt. Während des Pfälzischen Erbfolgekrieges eroberten die Franzosen die Kierburg. 1689 wurden die Befestigungsanlagen von ihnen erneuert. Nach dem Frieden von Ryswick 1697 wurde die Burg jedoch geschleift. Nur 6 Jahre später behoben kaiserliche Truppen die Schäden wieder. Doch bereits 1734 wurde sie im Zuge des polnischen Thronfolgekrieges von den Franzosen erneut besetzt und endgültig zerstört. Das Veto des französischen Königs Ludwigs XV. Kam zu spät. Danach diente sie den Einwohnern von Kirn als Steinbruch. Ludwig. Tja, damals waren die Kommunikationskanäle noch nicht so schnell wie heute. Pech gehabt! Fragen und Feedbacks
könnt ihr gerne in unsere Kommentare schreiben. Und last but not least, gehabt euch wohl!